Also ihre Lebendigkeit und gleichzeitig die Ruhe hat mir gut gefallen. So die Ausstrahlung am Bett. Ich hatte das Gefühl, dass ihr diese ganze Hospizarbeit sehr geholfen hat beim Sterben. Und doch, als wir hier angekommen sind, haben wir mit Leuten gesagt, naja, aber gerade diese sehr geklärten Leute, die haben es manchmal schwer. Hatten Sie das Gefühl auch? Habe ich auch und oft schon erlebt. Aber in ihrem Fall nicht. Nee? Fand nicht, nee. Und sage mal, wie lange einer liegt, das bestimmt ja der Sterbende. Ja. Und nicht wir. Ob wir das lange finden oder nicht, ist egal. So. Und ich fand es auch sehr schön, wenn sie da waren und sie im Bett lag und auch kaum noch Anteil nehmen konnte, dass sie als Angehöriger ihr Leben weitergelebt haben. Eben auch auf der Terrasse, auf der Wiese und so. Trauen sich viele Angehörige nicht. Also sitzen oft eher ein bisschen versteinert am Bett und man muss wirklich lange gucken, um sie so ein bisschen weicher so zu machen. Und das ist schade, weil Frauen, die noch Angehörige oder auch einen Ehepartner haben, glaube ich, würden leichter sterben können, wenn Männer sie in den Arm nehmen. Ja, eher richtig selten. Da denke ich, müsste man viel mehr sprechen. Und wenn man gesprochen hat und das ja, geklappt hat, dann hat auch das Sterben geklappt, komischerweise. Wäre Sterbehilfe wirklich Körperkontakt auch Ja. ganz stark? 100%ig, ja. Die Art und Weise, wie Sie mit meiner toten Mutter umgegangen sind, das war das Schönste, glaube ich, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ach Mensch, kommen ja die Tränen fast. Sie hatten ja auch einen Plan und haben das auch durchgezogen, fand ich besonders schön auch mit dieser bunten Bettwäsche und trauen sich eben auch viele Angehörige nicht. Man macht es auch und am Ende sind sie, glaube ich, auch dankbar, aber so die eigene Person noch mal so ein bisschen betonen, so ist schön. Ja, das ist so passiert. Also irgendwie haben wir gedacht, was brauchen wir denn jetzt? Erst haben wir Whisky getrunken, weil sie immer Whisky getrunken hat. Und dann waren wir so ein bisschen angenüttelt, alle drei. Und dann haben wir gemerkt, es sind ja überall Blumen, was machen wir? Und dann hat mein Mann angefangen, die abzumachen, die einzelnen Blüten. Und meine Tochter hat sie um sie rum drapiert, bis sie dann in so einem Blütenmeer lag. Das fand ich sehr schön, aber ich glaube, ihre Zärtlichkeit fand ich wirklich am schönsten. Also ich hatte das Gefühl, jede Bewegung, das war schon das Streicheln, das ist nicht Waschen, das ist Ja, so ein Empfinden habe ich auch dabei, so eine innere Ruhe. Also da kann sein, was will. So, im Zimmer ist man und da bleibt man fertig. Aber das ist auch eine innere Haltung zu dem Thema, glaube ich auch. Und das ist eben meine. Was ist das für eine Haltung? Also Liebe, ja. Einfach Liebe.